Guten Morgen. Herzlich willkommen, jeder einer, der von dir gekommen ist, Gott sein Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben, und Gott zu loben und zu preisen. Wir freuen uns von jedem und einem, der hier ist. Und ich möchte ihn grüßen mit dem Versen, die Versen, die wir in uns Bulletin haben. Das sind die Versen in Jeremia 29, Vers 11 und 12. Und die sagen das dit. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Wundergroße Versprechung. Wir gingen 4 Monate die Tempeleinweihung und so eine Sachen durch von dem Alten Testament. Und mir wird es sehr abfallen, was Samuel beten wird. Er betet da, wann irgendwer so nötig haben, der in diesen Tempel wird kommen und beten, dort du dem wirst erhören. Und ich hoffe, wenn die bitten haben von dir, und die haben irgendwas, was die wollen vom Herrn bringen, und die dort hier von dir tun, dass der Herr ihnen das muss geben. Wenn er sagt, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. So muss der Herr an die Gebete erhören, auch von dir. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Lieber Gott und himmlischer Vater, wir seien dir Dank für diesen Tag. Wir seien dir Dank, dass du uns getroffen hast durch deine große Leuven, dass du uns gegeben hast, dass wir können aus deinen Kindern taub kommen, Gemeinschaft haben, aber kommen die Loben, der Gesang, der Gebet. Und Herr, schenk, dass diese Gemeinschaft, was wir hier von dir wollen haben, wird dort zu dein, dass wir abgebiet wurden, nur die getroffen wurden. Und Herr, wir beten noch für den Redner von dir. Musst du Abram geben, dass er wirklich von deinem Geist bewegt worden, musst du seine Zunge salben und seine Lippen salben, dass er dein Wort kann so bringen, dass du dort was hast. Und Herr, du unsere Worte vorbereiten, dass die Sud kann auf fruchtbares Land fallen und dass wir möchten dort abnehmen und dass dort können Frucht bringen in unser Leben. Herr, wir anbefehlen dir diesen Morgen, wir anbefehlen dir diese Andacht mit alles taub und wir freuen, dass die in jedem ein Gesanglehrer, Spieler, wer immer da was beizutragen hat, musst du dir segnen. In Jesu Namen. Amen. Gut, wir wollen anfangen mit Wort Leider. Juan wird uns damit anleiten. Buenos días a todos. Ik wil niet aan de beker te nemen en de madreis hastig op te slaan. Ik maak me vandaag Gedanken, wenn ik nog helemaal in de buurt aankijken daar, want die waren kijken aan de rechter zie je ganz boven in de aard, du zegt dort Lob, Dank und Anbetung. Ik wil gleich met een vrouw anfangen. Wat is die vrouw, wanneer we denken om zondagsmorgens zum Gottesdienst vor? Vielleicht ist das ein Stück mitnehmen von der Andacht, oder einzeln vor ein Tötehörchen, unser Abgewassung wird mitzubringen. Und ich habe die Hand von der Ola eine Stimme mitgebracht. Meine ersten haben wir nicht ganz drei, aber ich glaube, da wollten sich Bild schicken, sodass wir können unseren Gott loben, danken und auch anbeten durch Gesang. Und lass uns mit Jauchzen erheben. Ich lüge dann ab der Stunde für das erste Lied. O lasst uns mit Jauchzen erheben, den Schöpfer und Herrscher der Welt, den Herrn von des Güte wir leben, des Allmacht und Reich und der Herr.
gewaltet und über uns freundlich gewacht, hat gnädig das Los uns gestaltet und hier uns schon glücklich gemacht. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Und hat seine Hand uns geschlagen, so hat er dennoch uns lieb und gab es auch Lasten zu tragen, die Hoffnung der Herrlichkeit blieb. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Ihm, der uns durch Jesus versöhnet, der uns aus dem Staub erhob und uns mit Barmherzigkeit krönet, ihm geben Ehre und Lob. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Oh, lasst uns mit jubelnden Chören ihm wieder neu. Preist ihn, alle Welt soll es hören, dass wir unseres Gottes uns freuen. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Ihr dürft Platz nehmen. Für das nächste Mal werden wir uns dort Geburtstagsleute singen für Januar. Und ich glaube, alle, die im Januar Geburtstag haben, die wollen mit mir anstimmen, das ist der beste Monat im Jahr. So, ich wünsche Jünd und mir kriegt so ein schönes neues Lebensjahr, alle, die haben im Januar Geburtstag gehabt. Und alle, die Geburtstag gehabt haben und nach wollen haben, die können hier kommen, die ein Geschenk nehmen und dort eine Gabe anleihen. Nummer 23. No, pardon, Nummer 24. Dem Herrscher aller Welt sei Ruhm und Ehre dargebracht. Sein Sohn hat uns auf Golgatha erlöst aus Satans Macht. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Sein Name sei in Ewigkeit von aller Welt erhöht, der von Engel wird verehrt, zu Rechten Gottes steht. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Erlöser, Heiland, Freund der Welt, die tief im Sündenfall, du hast der Welt das Heil gebracht, denn du starbst für uns all. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn.
heißt der wunderbare Rat, der Friedensfürst und Held, der Vater aller Ewigkeit, der Herrscher nie zerfällt. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Vrouw het niet, ja. Het is plus eind mei. Dat is eigenlijk dat er plus bij eindtaalt. So, wensen dat Gott jullie alle zegenen mocht, dat je im Januar je Geburtstag haben en jullie veel gezondheid, kracht en moed geven voor dit jaar. Wir wollen ein klein bisschen auf unsere Bemerkungen checken. Nummer 1, nur der Andacht. Da waren die Hefte uitgedeeld worden, also im Uitgang. En ik wil plots aan deze vrouwen dat zij worden rijden met de Hefte. En we wensen dat wenigstens jeder heim een Heft wordt metnemen. En die zal die ook maandag dan metbrengen zu de Sitzung, wenn wir unsere Jahressitzung haben, wo wir dann wollen die planieren, was die da worden sein, wat per verste ziet, dat we die wollen aufstemmen en so weiter. En die Goedheiten, en wenn wir die nicht können Goedheiten, dat we door kunnen dan die dingen terugstellen wat er fehlt. En ook door zijn alle berichten van verschiedene Komitees en so weiter, kan je die alle bekijken en dan werden we maandag damit unsere Jahressitzung schaffen. Und dann, ich will dich nicht zu hungrig merken, aber ich kijk wel, ich bei Arbeit, hab das hingerste Blatt ab. Und da sind Lieder, die haben sich vorbereitet, uns alle Mittag zu verkaufen. Das geht am Geld für diesen Büh, was wir hier so haben. So, wenn die Lust haben, da mitzuhalten, dann scheint ihr beten. So, das ist eine gute Anladung. So, ook van deze service klok 7 mogen we jullie alle herzlich anladen zur Gebetsstunde. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir vor Gott kommen, besonders wenn wir denken an unsere Jahressitzung und wo wollen wir es wieder. Und auch viele von ihnen haben vielleicht Dinge, die sie würden gleichen hier abzubringen, Menschen, Frauen für ihn zu beten und so weiter. So, die sind alle eingeladen, auch Jugend, wer immer da Freudigkeit hat. Von der Klock 7 habe ich Gebetsstunde. Und so soll ich sagen, Montag dann die Sitzung. Und da, wenn ihr dort, wünsche ich, dass ihr da würden lesen, wir brauchen 2 Drittel von den Gliedern, die hier am wohnen, dass unsere Sitzung gültig ist, nach unseren Statuten, nach unseren Regeln. So, wir würden einfach fragen, dass die nicht würden gleichgültig sein über das. So würde ich sagen, die Ewa, ihr kickt und Ewa, beseitigt die, auch Jugend, Mini-Jugend, die glaube ich erst so wach. Und nicht arg sein, so. Und wenn sie nicht sind, dann wollen sie auch so. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und möchte der Herr segnen. Aufkommende Aktivitäten, kickt sei ab Nummer 1 ab, die mochten mit Notenlied und so eine Sachen zu tun haben. Kijk dan op en beschaf je damit, als je zo'n Import von dort zijn. En nächste Sonntag habe ich, nee, nicht nächste Sonntag, entschuldigt, den 9. habe ich die Diakonbestätigung. So riemt je eine Zeit fan an, zodat wir dort fan merken können. So, dann werden wir immer gehen, nur die Dank und Fürbitte. Oh, eins will ich noch sagen, dort ist das Sinnung Klock 2 Loden Carlos Friesen und Helena Neufeld zu ihrer Kasse. Dort Sinnung Klock 2 Nummer. Da will ich immer gehen nur die Gebetspunkte.
Und ich würde einfach fragen, dass wir uns neigen würden zum Gebet. Vater, wir danken dir, dass wir hier darin als Gemeinde sind und dass du dir auf verschiedene Wege bewiesen hast und offenbart hast und auch viele Gebete erhört hast. Und wir fragen, dass du wieder magst wirken, auch in dieser Gemeinde. Wir danken dir für all die Glieder, die du wollen sind, was im letzten Jahr auf verschiedene Wege mitzuarbeiten, mitzuschaffen. Und beten für die, die du im kommenden Jahr waren. Und wir fragen, dass du magst den Segen geben. Wir beten noch in der Fürbitte für die Sitzung Montag. Wir beten für einen, wo Probleme sind, Herr, du weißt gerade, wo die sind, und was ihre Schwierigkeiten sind, und was sie benötigt sind. Wir fragen, dass du da magst angerieten. Und Herr, du kannst auch das große Projekt von der Bibelschule und wir fragen, dass du da magst bei sein und magst geben, was sie brauchen. Magst du alle Lehrer, alle Schüler und auch unsere Komitee Gesundheit, Kraft und Mut geben, dass es ein schönes Jahr sein. Und Herr, wir anbefehlen die einmal waren unseren Bau, den wir hier bauen tun. Wir beten am Schutz, wir beten am, was das braucht. Um das tun, dass du uns magst vorbereiten, dass wir alle uns Port tun. Wir beten auch für die nie gewählte Schulz und Vorsteher in der Kolonie und beten aber auch für die ganze Obrigkeit im Land und weltweit, dass du magst mit uns sein und dass die Welt kann ansehen, dass Friede passt, der Ding ist, was wir brauchen. Und dass sie das möchten mit Friede erschaffen und nicht mit Gewalt. Aber wir haben auch immer wahre Kranke und Menschen, die an Gesundheit mangelt, in der Umgebung, in der Gemeinde. Und wir fragen, dass du magst mit all dem sein, der dort an Gesundheit mangelt. Und wir haben auch Familien um uns, die trauern dann. Das ist die Familie Schmidt, also die Eue hier von Klaus Fair. Wir fragen, dass du magst und alle trösten, dass du magst geben, dass sie kann abchecken und die. Und wir fragen einfach auch, dass du die Familie magst anrühren durch deinen Geist in ihren Nu sein. Und Herr, wir haben von dir auch zwei Brüder, die bitterlich tun, Nico Wieb und Pancho Schmidt. Wir fragen, dass die was Schmidt sind, ihnen Kraft geben, wo immer sie predigen tun, dass du ihnen was geben, dass sie kann den Wort aufrichtig und reich utteilen und dass du kannst die Gemeinde sehen, wo sie reden und auch ernst sehen durch das, was sie tun. Und so fragen wir noch einmal für unseren Redner hier von dir, für Abram Neufeld, dass die Amos geben, was er braucht. Dit ist mein Gebet in Jesus Christus sein Namen. Amen. Nu haben wir einen extra Gesang und das Feiergebrauch von Annie Neufeld.
du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt, so wie du's grad tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Mord singst oder du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, vergiss es nie. Du bist du, ja du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Mond singst oder du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, vergiss es nie. Du bist du, ja du bist du. Vielen Dank schön für das Leid. Als nächstes wollen wir noch einen Abfall heben. Und da wird Juan uns noch fahren mit einem Leid anladen. Und wird verraten, dass die Platz am Visa würden das Abfall heben. Geduld wir werden singen Nummer 308. Komm zu dem Heiland, komme nach heute. Wenn ich dit Leute sage, dass der in Messiah um ihn, wenn ich nachher noch sage, clean wird, dass wir Leute was sagen, viel in der Familie gesungen wird. Komm zu dem Heiland. Komm zu dem Heiland, komme nach heut, voll seine Wort, jetzt ist es noch Zeit. Ist uns nach zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, denn wir sind von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Wenn wir den zweiten Vers mal a cappella singen. Komm, o mein Kind, und höre sein Wort, gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Ist ein sicherer, ewiger Hort, drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sind von Sünde frei und rein, in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt
mit dich an. O fühlst du ihn nicht, jetzt ist er nah. Mit Lieb und Gnad will er dich empfangen. Komm nur, du Sünder, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, denn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Dankeschön für Ihre Rufen, mocht der Herr Ihnen dort vergelten. Mocht der Herr die Gemeinde die Weisheit geben, das Reich anzuwenden. Als nächste haben wir die Botschaft von Prediger Abram Neufeld, wo die beiden hinabzukommen. Viele von Ihnen kennen vielleicht nicht. Die Bachfelder kennen vielleicht alle heißen Ex-Bachfelder. So, und dann in Ex-Buena Vista. Und eerst nog naar Alberta en dan Buena Vista en dan te gaan laat nu zijn El Valle thuis. En schoof op bij Savinal, ik weet niet wat hij dat heeft, maar hij heeft dat anders als eens die andere. Maar dat zijn al jaren terug, had ik in Buena Vista oefentjoiten. Dan zei ik te deze Abram, die was nog maar predigen, en dat deed bloß er nog lang bij Padovia. Maar van daar als hij einer aan die Vrienden zei, dat hij gekomen is, God zien wordt hier met te delen. Mocht de Herr die sehen. Goedemorgen allemaal, van mijn zijde uit. Voor al die die mij niet kennen, ik wil dus zeggen, ik ben Abram Neufeld, dus hij al zeggen dat mijn vrouw zijn hier met onze kleinste 2 kinderen, mijn vrouw alleine. We hebben 5 kinderen, onze oudste dochter bevriend en 2 jugendliche jongens, wat hier van jou niet zijn. De andere kinderen zijn hier met ons. Wenn du hier sagst, dass er das Jahr in 3 sagt, ich würde einen Tag Prediger sein, dann hoffe ich, habe ein Verständnis für das. Josef braucht erst dort hier dann die Tor spielen, wer was lernen will, braucht seine Zeit. Und verlangt nicht von einem Prediger dort, als sie von denen hier down, was hier nur 40 Jahre hier fern stehen. Ich hoffe, die haben Verständnis für das. Aber so ja gut, uns ist dort eine Freude, hier dürfen die Jünger kommen. Jünger Prediger sind so viel mal ans gekommen. Te doen. Eerst einmal alles, wir Buena Vista wohnen, dann kommen sie nur Saladas zu doen. Und ich sage, hier haben die Saladas-Lied von der zu gehen. Und da wir du einmal eine Versammlung und haben so viel Mols, jene Predigerstück könnt haben, während die hier Tüste dann nicht haben. So, wir uns einmal zum Sehen. Und von der aus der Partur, wo kann kommen und sollen hier mit einem Wort zu tun. So sie sagen, in die Gegend werde ich sagen, wie auf der Weihe. Haben nu 1 Jahr von, wo ich bestätigt sein durch als Prediger, und ich fühle mich so ja nie an diese Arbeit. So, ich bete du ein Verständnis von heute, Jesus das sagt, dann fühle ich mich nur Freiheit, als wenn mir die Freiheit gibt, das hier zu erwähnen. Aber ich glaube, wenn wir uns Brücken lassen, Gott kann uns alle Brücken sein Wort zu verkennen. Jeder wahre geborene Christ kann Brücken zum sein Wort verkennen. Und ich habe mir einen Text gewählt, uit 1. Kapitel 4 van 1 vers 17. En ik wil me niet bloos van den Tags houden, sondern ik wil een beetje over ganze Buch Esther op een doel gaan. Wer van jullie, wenn ich dir frage, mir wird das immer meine Lieblingsgeschichte. Als je noch für wem das immer seine Lieblingsgeschichte wäre. Ja, dann schaufst du hängen nur her.
Für mich ist es immer meine Lieblingsgeschichte gewesen, und mir fällt es auch, warum so ein kleines Portje kann rücknehmen. Der Timer hat gesagt, dass gesagt hat, Gottes Plan erkennen und erfüllen. Wo kann wir Gott sein Willen für uns erkennen? Weil wir können sagen, wir können das indem wir die Bibel lesen. Wie kann du ben Gott sein Willen für den Mensch finden? Die Bibel ist uns so zu sein, dass uns Handbuch, wo wir Gott sein Willen für uns finden. Und dort soll uns eine Hilfe sein, Gott seine Absichten für uns kennenzulernen. Und was hängt alles, was er für uns will, was wir wirklich wollen, im Verständnis verkriegen. In das Alte Testament, wenn wir die kicken dann sehen wir, wie Gott alles erschaffen hat, und dort zum besten vorbereitet für uns Menschen. Und dann im Neuen Testament geht es hauptsächlich um, wo Gottes Plan durch wir zum all uns Menschen die Möglichkeit geben, war nur am zu kommen. So, wenn wir bei Beker haben, dort sind unsere Handbeker, wo wir können ankommen. Und wenn wir kicken dann, Jesus, der den Willen Gottes ganz krank, was Gott für ihn hat. Jesus wisst den Plan Gottes, wir wollten Gott vorher sehen und Heilige Jesus sein Eint, aber Jesus, der den 100% Gott seinen Plan erfüllen. Und den fällt uns gleich schwer, den zu verstehen, wenn wir in der Bibel nachschauen. Aber wenn wir in der Bibel nachschauen, danach fällt uns dort vielmals so schwer, den Plan Gottes für uns persönlich zu verstehen. Nicht? Wir möchten nicht so gehen. Vielmals habe ich eine schwere Zeit, dort zu verstehen, wirklich, was Gott sein Plan mit einem ist. Erst während wir vielmals uns vielleicht gleich leiden loten von ihm, sehr wir gleich wahrlich dort zu tun. Ich glaube, wir verstehen die Absichten vielmals nicht, was er hat. Aber jedala wie das Handbuch war nehmen, jedala wo wir dort verstehen lernen, was Gott seine Absichten mit uns sind. Und wenn wir Esther zum Beispiel nehmen, wir uns klingt besser die Geschichte ein bisschen vertalen, wenn wir Esther nehmen, dann Esther wir nicht eine sehr gute Lehrbein, wenn so darf sein. Und Gott hat was Großes für mit ihr. Und Esther ist ein gutes Beispiel und ein Model sozusagen für uns, von was wir auch lernen können, was Gott sein Willen ist für uns. Esther lebt so ungefähr 2500 Jahre vor unserer Zeit. Aus das schwares Wort Asferos, der persische König war, in sein Reich erstreckt sich von Indien ganz bis Nordafrika. Und die Bibel redet von 127 Ländern, über was heute König war. Und das Asferos wird damals der ganz mächtigste Mann von der Welt. Das wird der Mann, sozusagen, was von der Stadt ist, wo ich gleich kann sein, heute hat die Macht über die Welt und heute hier durch. Und das Mann, um dort zu wissen, wie groß er war und was er an der Macht hat, dann mögt er sozusagen eine Fiesta und dann laut er alles an, was sozusagen Beamte, was in Ansehen hat, an der Regierung, laut er an für eine Party. Und diese Party, die geht nicht bloß eine Weg, das wenn wir vielleicht einmal eine Party haben einen Tag oder zwei. Und das geht nicht nur eine Weg oder zwei, sondern das geht 6 Monate, hat er seine Party. Und um das Abschluss von dieser Party zu haben, dann möchte ein ganz besonderes Mal, wo jeder einer auch zu eingeladen wird, für 7 Tage lang. Und jeder einer könnte sozusagen so tun im Bett, was am Janker und was er will. Und dann an den letzten Tag, sie haben gut getrunken, dann lässt er seine früh sein, dass sie früh sollte kommen. Und nu will er noch wiesen, hat ja alles gewesen, nu will er noch wiesen, was er von der Strom früh hat. Und wir können es dann mit feststellen, nu, eine früh ferne, weiß nicht, wie viele Männer kommen, und die Männer mit so einem getrunkenen Zustand, und nu kommen sich da aufwiesen, wo schmeckt er lässt, dass sie nicht so viel Last durch ihr Haut haben. Ich glaube, die früher es nicht haben, wir nicht so eine große Last dafür haben. Und wir wollten die Geschichte, während sie dort nicht, sie kamen nicht vor dem König. Und während sie nicht vor dem König kamen, gerät er an Graul nennen, dass sie früh nicht vorkamen, dass sie früh den Respekt nicht hat für ihn. Und dann fragte er seine Rotgeber, was zu tun ist. Und sie sagen, wenn das an den Ländern angeht, waren alle früh ist, Männer nicht mehr in der Don sein, wenn man mit der Geschichte bekannt ist. Wir wollten, dann leuten sie, sozusagen, all die Schmacke Miales, aus dem ganzen Königreich, wird abgeraubt
die moesten verkomen, omdat die kennis zich kunnen fresh ne früh wählen, uit al die schmocken mir alles. Wer wird von der wahrlich sein, als eine Waisenmehl, was Eltern al verloren hat, was bei Verwandten abgewassen wird, dann sich nu so einen grausamen König durch Hand zu stahlen, als junge Mehl, als früh. Ich glaube, wir in allen Trubel haben, mehr nicht. Und mir ist immer interessant, wo Esther ab das regieren dort. Und wir weiten, was sei wie eine Juden, und was sei dann als Kenien, als sei vergebracht wird, dass sei da wer gewählt wird, dessen König seine früh zu sein. Und futs, meist futs durch ab, wie gesagt worden, dass sie soll dort kein sein, wer sie wir. Das soll still bleiben. Und das hat Mardochai gesagt. Sie soll nicht sein, dass sie Juden wir. Und sie wird gehorsam. Sie hat in Gehorsam gelehrt, dort zu folgen, was gesagt worden wir. Wir sollen durch das ganze Buch Esther, dass sie gehorsam wir. Und wenn wir uns dort checken, dann kommt dort, dass das Haman, das Mardochai, der will sich nicht backen für das Haman, während heute nun kommt als Vizepräsident. Und dass er sich nicht backen will für den, und dass er den Plan merkt, alle Juden dort zu merken. Und du hängst dort, wo uns Tag sozusagen ankommen, und ich will uns den hier lesen, ich will uns den Applaus lesen. Esther, Kapitel 4, von 1 durch 17. Als Mardochai antwortet, und es wird ein Antwort, dass die Plan, die wir gegen die Juden dort zu merken, was du geworden wir, verreut er seinen Rock, trug sich einen Sarg über, streit sich aus auf seinen Kopf und ging so an den Stadtraum. Er hielt bittere Tränen und schrie laut. Er ging ganz was am Eingang vom Königshof, aber er ging nicht näher. Weil es dort verboten war, durch ein Trügleut näher zu gehen. In einer Provinz gibt dort viel Trüren, manche Juden, aus der Ordnung bekannt wird. Sie fangen an zu fasten, sie hielten und schrien, und viele lagen in Sackkleider in den Arsch. Esther Döner in Absicht vertelten was Mardochai deed, und baute dort Säue. Sie schickt am sogar Kleider, dass er abhören soll, die Sackkleider zu drehen. Mardochai lässt sich aber nicht bereden. Dann schickt Esther Hathach, einen von den geschnittenen Döner, der so die König dort bestellt hat, Esther Döner wir. Sie will haben, er soll von Mardochai utfingen, was er verhat und woran. Er ging dann, war bitte den Königshof, wo er Mardochai traf. Mardochai verteilt ihm, was du geworden wir, sogar wie viel Geld Haman versprochen hat, eine Regierungskost zu geben, die Juden umzubringen. Er schickt auch eine Kopie von der Ordnung an aufzuschaffen, so als die in Susa bekannt gegeben wird. Er sehr Hathach, dass er Esther alles klar merken soll und unbedingt sagen soll, dass sie den König am Genut brachen soll, Erfolg zu verschonen. Hathach ging und sehr Esther alles, was Mardochai gesagt hat. Esther schickt Hathach noch einmal nach Mardochai und sagt, dort wollten sie nicht bloß all die Regierungsbeamte, aber auch alle Menschen in den Provinzen, dass einer nicht gut so zum König geht. Dort ist sie dort gesagt, dort wer für den König sein Thron geht, ohne dass der König den beraubt hat, dann wird der Janja dort gemerkt, wie der König streicht seinen goldenen Stock nur den abtau, und so dem sein Leben spart, und weiß, der König hat all verdammt der nicht nur mehr gefragt. Hathach ging und verteilt Mardochai, was Esther gesagt hat, und als Mardochai dort hier, schickt er diese nur recht 3. Glaub nicht, dass du im Palast mit deinem Leben wirst davon kommen, wenn alle anderen Juden sterben machen. Wenn du nu nicht staunen wirst, werden die Juden auf einen anderen Weg geraten worden. Aber du und dein Vater, seine Familie, werden umkommen. Denk darüber, du bist vielleicht korrekt wie in so einer Lehre nun Palast gekommen. Dann leidt Esther diese Nachricht nach Mardochai checken. Und hier ein so interessantes Ding, wenn man hören, was Esther deed. Die lässt diese Nachricht nicht rein und Verwandten checken und sagt, es ist Go du und raub alle Juden und Susa taub. Und dort 3 Tage für mich fasten. Die sollen nicht essen und nicht trinken, nicht
Overdag en het niet bij de nacht. Ik en mijn deiner worden ook krak zo vasten. Ik en mijn deiner worden ook krak zo vasten. Wanneer we dit gedaan hebben, dan word ik nangonen omtscheinig. Wanneer dat ook streng verboden is, wanneer ik doorstorb, dan laat het zijn. Maar dat ging. En dat wat Esther van haar verlangt. Esther, wie hier in een zeer schwierige situatie. Dit ging am leven en de dood. En die situatie wo zij ben weer. En zij wil aber gehoorzaam zijn. Wo zij zegt, weet du was? Dit weten alle mensen. En als die dat niet deutlich aan anderen weer, verwoont dat, ik kan niet roze bloß om Chinese gaan, dat kan mijn leven kosten. Aber zij entscheiden danach, dat te doen. Wer van jullie vroegers, als jonge miaal, wordt van der Reis zijn, zo'n Chinese, en hing te vallen. En wanneer dat kwam, dit weer niet vrijwillig, dat Esther doorheen ging, zoals ik dat verstoe, sondern dit weer en muss, so te zijn. Jeder schmacke Früh musste vergebracht worden. Nu zo'n Chinese is dit te komen. En door den seine Früh te worden en in deze situatie neer te vallen. En dit, wanneer we ons dit bekijken doen, ik geloof, ik heb meerdere dingen uitleren. We zullen uitleren, waar we onze gaven erkennen kunnen. Zij zegt dat zij had deze gaven gehad en daar staat kwam ze dan aan, waar man zijn uitschmack leidt. Dat we wat bracht, om du an die Chinesen, om Erfolg raden. Wat hebben we dat erkennen, wat we haben, om in anderen raden, wo we kunnen help zijn voor de nächsten. Wat hebben we van de gave, die Gott ons gegeven heeft? Hebben we een gave? En we aan ons mensen denken dan, Esther fing we, zij had haar Eltern verloren. En wat zij had, zag het schmak. En dit kan God gebruiken, om de Juden raden. Wanneer ik denk aan ons volk van der en dag, aan onze Duitsche, hoeveel schulden viele gehad hebben, fijne bildung gehad. En we zaten vielleicht jaar aan, jaar uit, op de banken. Als dat God zijn plan voor mij, voor die, wil hebben, we zullen ook weer gaan, we zullen ook helpen, wem te raden. Esther Leute sich hier so durchbringen in diese schwierige Situation, in der dort kann das ganze Judentum gerat werden. Ich möchte, dass wir uns fragen, und was haben ich und du von der Gabe, was Gott von dir kann brücken, durch uns, wenn wir uns brücken lassen wollen. Ich möchte, dass wir die Gaben erkennen, was wir haben, die Gott uns gegeben hat. Jeder einer von uns hat verschiedene Gaben. Der eine zum Reden, der andere zum Singen. Wir sagen hier, wo Fan Musik ist gewesen, so schön. Ich habe bloß hier in der Gemeinde sein, aber ich habe wieder rütgen sein. Ich freue mich von dieser Gemeinde hier und da, dass hier mit der Taromaras schaffen dann. Die tun die Gabe wieder aufwenden und auf verschiedene andere Städten, wo ich vielleicht nicht anweite. Beholen wir unsere Gabe für uns, das ist wie wahrlich unsere Gabe auch unterzweigen und das andere kann geraten werden. Für was brauchst du deine Gabe? Als deine Gabe Geld verdienen, sei gut. Als het geld voor die, als het voor het Reich Gottes, best du waarlich dat unterwandelen, voor het Reich Gottes, als het alles best voor die. Als er je je leven op, om de Juden te raden, best du waarlich een poort van die leven op te geven, om de andere van de eeuwigheid te raden, wat die kan bij God in alle eeuwigheid zijn. En dan hast du niets positief metgekregen van God. Wat is die goede wat God die gegeven heeft? Wanneer we kijken dan naar Esther, Eltern verloren, beim Verwandten abwasen und in diese Situation ankommen und ihr Leben ganz auf Spiel setzen für Erfolg. Wie viel mehr können sie abgeben? Sie geben ab, was sie haben. Best zijn ik en du waarlich abzugeben. Ein ganz kleines bisschen, um Gottes Reich wieder kontribut worden. Gott hat sich entschieden, diese junge Früh zu brücken, um viele Menschen zu raten. Und Gott ist ein Gott, der viele Mal die brückt, auf wem keiner rechnen wird. Wer hat gedacht, dass diese Wesen mir, dass die gebrückt worden, um das ganze Judentum zu raten. Und das ist, was Gott hier tut. Er brückt eine Weise, sozusagen, von Weise ganz zu kennen. Und du kannst sie nachkommen, wie sie können das Judentum raten. Viele Mal sagen wir, ich habe dort und dort. Wir haben nicht genug, was wir geben können, zum anderen raten. Bist du wahrlich, dort, was Gott dir gegeben hat, zu geben, für den anderen, dass die geraten werden. Musst du bloß in deine Gemütlichkeit leben und nicht, was ewig haben für den Nächsten. Dus ich sage,
Ich kann die lang nicht alle, sie sind doll bekannte Gesichter, aber lang nicht alle. Und ich weiß, hier wird viel Mission, was getan, kriegt an eine ganz leichte Fall sozusagen im Land. Und das, was wir sollen tun. Wir als Christen sollen hier sein, um die Verlorenen das Evangelium zu predigen, die Leerstehende, nur wem kommt Jesus, man wird von den Menschen halt sich ab, soll uns eine Freude geben, die zu tun. Und ich vertraue und gebe das eine Freude, dass die so ein Dienst kann tun, an so einem falschen Stadt. Wenn wir an erster Leben checken down, in ons Leben checken down, erklären wir alle sein, dass wir haben viele Gaben gekriegt, was Esther keinmal hat. Und Esther lässt sich brücken. Nu als du die Frau und mir und die, lot wir uns auch brücken, sehr wie wahrlich uns brücken zu loten für Dritt Gottes. Wenn wir hier checken down, Esther hat so ja können klären, Gott, was weißt du von mir? Ich, die beweisen mir all, meine Eltern verlieren, und ich sollte noch an den Gewalt in Tscheinig kommen. Wir hören die Dinge nicht von Esther. Wir wissen nicht, was sie getan hat, aber beschrieben sind uns die nicht, dass Esther sich über die beklärt. Esther wird wahrlich in Jink, den Weg, was dort braucht, zum Erfolg. Terraden ab schwor, dort schwor fallen dort. Wir dort nicht utloten, fall dort schwor, das zu tun, wenn sie wisst, das kann ihr Leben kosten. Esther können die gefragt haben, was kann ich schließlich mal selbst tun? Ich habe nicht meine Eltern, ich sagte immer an meinen Onkel, ich soll hier haben. Kann ich mal selbst was entscheiden, was ich tun will? Wir haben viele Mal die guten Dinge, die wir in uns Leben gekriegt haben, die nehmen wir so Jahren, aber sehr wir auch wirklich die Dinge, die uns schwer fallen in uns Leben, die auch an Gott seine Hände zu geben, dort Port von uns Leben und sagen, Gott, hier sind ich, brück mich. Das sehr wir bloß wirklich, du, was uns dort möglich ist. Viele Mal, wenn wir die Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben, das Negative, was in uns Leben passieren wird, und dort über uns kommt, dann schreit wir sozusagen drei. Und wenn wir nicht drei schreien, weil wir leider, als Römer 8, 28 sagt, die Gott leben, dass die alle Dinge zum Besten tun. Und wenn wir unsere Gaben wollen geben, dann können die zu dem Besten tun, wenn Gott wird immer zu dem Besten anwenden. Gott will alles brücken, was wir haben, wenn wir ehrlich sind, anderen zu geben. Und von dort zu merken, was sein Plan ist. Stamp uns Plan mit Gott sein Plan. Kannst du dir an Gott sein Plan angeben? Kann ich mir an Gott sein Plan anstellen und sagen, Gott, hier bin ich. Um Gottes Willen für uns zu erkennen, dann sollen wir ab dort checken, was Gott uns hat von Gutes gegeben. Auch was uns hat von Schwere zu kommen lassen. Was das uns formen. Was hat mich in die geformt, du weißt, du von dir sein. Es sind nicht vielmals die schwere Dinge, was uns formen das, und dass die uns Dollar zum Guten tun, als die leichten Dinge, was Gott in uns Leben lässt kommen. Vielmals, wenn wir ganz rauf in einer schwierigen Lehre sind, dort erst, wo wir es mal abgeben und sagen, nu brauchen wir Gott, dann du am unerkennen. Oh ja, habe ich vielmals Trouble am und zu unerkennen. Was hat die geformt an dein Leben? Was hat die gemerkt zu kommen, was du von dir bist? Wenn wir checken down an unseren Alltag, an unsere Arbeit, an unsere Schule, anchecken, wo immer wir sind mit unseren Menschen, wenn wir durchchecken down, was berührt uns du? Berührt uns die Menschheit, die verlorene Säulen, was wir da sein? Oder was berührt uns Gott? Wenn wir Probleme sein, wenn wir Weide sein, Ungerechtigkeit sein bei den Nächsten, was sollen wir tun? Sehr wie wahrlich durch Bittefoten, sehr wie wahrlich anzustehen, das erste wahrlich wie ab Zwarscher, das so schwer fällt, anzustehen für Erfolg. Mordecai hat auch gesagt, wenn du das nicht tun wirst, dann wirst du in deinem Vater seine Familie, die werden alle mal ankommen. Du wirst die Bären nicht raten. Wo wir uns raten, hier allein in die anderen Büten verkommen lassen. Habe ich das begriffen, mit Jesus Christus von uns will, wenn wir durchstehen bleiben, dann wir gehen nicht. Und dann zum Beispiel die wahre Geburt wieder sagen, die gute Nachricht wiederbringen, du nicht anstehen, so ist Esther für Erfolg da. Leute wie uns Volk sei nicht zum Ernte Wahrheit gehen sein, zum uns Volk raten für den ewigen Tod. Viele Mal, wenn wir all diese Probleme sein, weil Gott uns vielleicht was aufmerksam machen. Wenn wir kicken down, David und Goliath, was er hier tut,
Für David wird das geleiert, sein Gott zu verspotten. Und Gott will kriegen, das Junge zu brücken. Gott hat ihm aufmerksam gemacht, das kleine Junge, in den großen Riesen. Keiner will sich das Riesen am Wasch stellen. Aber David dachte bei sich, irgendwer soll sich um das kümmern. Und David greift an, wie weit in der Geschichte. Und so wird es bei Esther, als sie hier, dort Fall so ganz ausgeruht worden, dann kam die Dienerin von Esther in ihre Kamera und vertelten ihr. Und sie erschrak. Er hat wei. Fall soll ausgeruht worden. Wir haben diese Situation, die haben wir nicht belebt, dass uns Fall soll ganz ausgeruht worden. Aber er hat wei am Fall, und sie will Fall raten. Wenn wir diese Geschichte wollten, dass wir eine treue Geschichte an dieser Lehre, wo sie bauen werden, und das Haman, der nutzt es aus. Der nutzt sein Poder aus, um seine Juden zu schaffen. Wir können es nicht durchführen, durch eine Jahr angerieben dort. Durch eine Jahr angerieben dort, kostet sein Leben, und es steht, ihr Leben mit ihr ganzes falsch, so wie wahrlich sich tun anzuluten. Wenn Gott die Bedürfnisse uns die Aufmerksamkeit von den Menschen. Stell ich mir ein bisschen fair, ein bisschen von Gott uns auf den Schulter klappert, durch immer was mit. Kann ich die brücken? Hij zei, ik leef de jaren die in Nähe komen. Zijn we reid die te leven? En die wordt in zo'n nood zijn. En we gaan alle zo'n mensen ram ons wat in nood zijn en wat hulp brücken doen. Zijn we reid ons aan te zetten voor ons eigen falsch? We zullen dat. Het lijkt veel dollar doen als we doen op zwaar dat je doen wordt. Drittens, we zullen ons tijd nemen met God. Einmal zullen we op dat checken, om te erkennen wat God ons gegeven heeft. En dan zullen we op de nächsten checken, om te erkennen wat de andere brücken deed. En als derde zullen we checken, op God checken, wat God werkelijk van ons verlangt deed. Hebben we Gottes Willen voor ons vollständig erkannt? Esther hier, als wir, was das die letzte Versen hier in unserem Kapitel, dort sagt, dann lasst sie diese nur erscheinen, dass er soll gehen in eine ganze Stadt, beten und fasten für 3 Tage, nicht essen, nicht trinken. Die Sache für Gott bringen, euer ohne Arbeit gehen. Sie hat könnt gesagt haben, dass sie diese nur kriege, ich will für zum Tschänig gehen, kostet mein Leben, kostet nicht mein Leben, ich gehe um Tschänig. Aber sie das nicht, sie überlebt. Und als sie sich überlegt hat, dann schickt sie diese Antwort. Go im Bett und sei, das Volk soll für mich beten. Sie sollen alle für mich beten. Und da wo ich gehen. Und ich und meine Dienerin, wir wollen auch beten gehen. Du sollst wie in der Lehre von ihm, wenn wir in eine schwere Situation kommen und checken, was Gott von uns will, werden wir am Beten, wenn er uns verbrücken will, am Gott wirklich durch zu spüren und Gott seine Antwort so zu sein, zu kriegen und sagen, ich will, dass Gott mit mir ist, wenn ich an diese Arbeit umgehen will. Wenn wir an Moses denken, Moses hat was von diesem Punkt, da sehr gut gemerkt. Wir sollen erfahren, er hat Gott seine Gaben, dass er keine Ägypter wäre und hier zum Volk, das hat das Volk Israel hier und da. Du hat die Gute sehen. Und dann aber, als er die Eierrechtigkeit sein, was er dann? Dann dachte er bloß bei sich hastig so, er muss zu seinem Volk stehen und er muss die helfen. Er hat sich keine Zeit genommen, ab Gott zu checken. Und er mordete, du fühlst diesen Ägypter, was dort du einmal im Trouble kam, ohne lang zu überdenken. Und fing wir an, 2. Mose 2, Vers 11 und 12. Wir sollen nicht so hastig angreifen. Wir sollen das Esther hier da, wir sollen am Gebet gehen, wir sollen die Sachen für Gott bringen, euer wie angreifen dann. Das ist eine Tod, was Moses hier da, der 4. Teil, dass Moses 40 Jahre in der Wüste bleiben, euer sei dann können das Volk Israel aus der Sklaverei rausführen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Moses dort durch ihr am Gebet genommen hat und hat durch ihr noch Gott sein Willen gefragt, weil hier muss er vielleicht nicht 40 Jahre in der Wüste sein. Wenn wir erkannt haben, was Gott uns gegeben hat und wo er uns geformt hat, dann sollen wir dort alles in seine Hände wirklich legen. Und Gott sagen, Gott, magst du aus mir merken, dort was du weißt. Ich stelle mir vielmals das Bild, wenn wir schon in der Ewigkeit sind, wir dann wollen zurückchecken. Wir wollen sagen können, was wir haben können beschaffen auf dieser Welt.
als uns das dann wird gut sein, wo wir handelt haben hier auf dieser Welt. Lass es sein mit unserer Zeit, mit der Zeit, mit den Nächsten, mit unseren Gaben, was wir haben, mit uns Geld, was wir haben, mit unserer Arbeit, was wir haben. Wird uns dort gut sein, wenn wir schon Ewigkeit sein und Trägchecken können, wenn wir da wollen, einen Blick kriegen, wo wir verwollt haben auf dieser Welt. Wird uns dort gut sein. Und ich kijk so in Jahr ist das, sie hat keine Anerkennung, so zu sein. Aus einem Wesenjahr kommen sie hier in diesen grausamen König, wo sie mir so ein Unterschied für die Ewigkeit, für die Judenfall. Die Judenfall wird hier geraten, und steht, dass alle angebracht wird. Sehr wie wahrlich, uns ist dort Brücken zu loten, wenn wir nachher einen Anblick haben, auf uns Tritt zu kicken. Was hat die Welt davon gehört, dass ich und du gelebt haben? Wenn wir kicken dann, das ist ein großes Ding, was Esther da, ein sehr großes Ding. Ich glaube, es ist keiner Band, wer so viel abgegeben hat, als was Esther da für erfällt. Sie können die Leben sich vor durch Satan, während sie wissen, dass sie konkret angebracht wurden. Wenn wir noch Mardochai nur verwohnten checken down, wir müssen Mann sein mit einem so scharfen Verstand. Wenn er nur was checken da, das gelingt, das passiert, wenn er Esther nur was checken da. Nu her, vi zijn hij ook, hij kwam uit een zeer leeg stand, dan kwam hij als vicepresident aan, als dus Haman eerst het leven gekost had, het arm abgerimpt. Ik mag je een vrouw vragen, hier en schoof ze wat er hing abheben, dat moet zijn, wat dit er Lieblingsgeschichte weer. Wat van Port van dort wie jullie interessiert jullie zo aan deze Geschichte? Mir wird es einmal dort Port, wo ich sein würde, das für das Haman. So, euer Reich, das haben wir. Und wollen das Judentum utroden. Aber da kriegt dort, was er will, wo ich glaube, der König wird nicht mal am ihr, und wem saß, wo diese ihr trafen, wo er das Frau und das, wo kriegt er machen, und diesen, wem er recht hat, dort zu machen. Und sagen, nu wollen sie den ihr, der den König geirrt haben, und er könnte Piet sozusagen, in der Stadt laden und dort utschreien. Dort wir ihn, ganz beste Port. Und das ist die Geschichte. Wenn du die überheben wirst, ihren anderen, dann wirst du sehr wohl erniedrigt worden. Und das Lehrer, die wird du abgehoben. Das wäre mein Part von der Lieblingsgeschichte. Ich weiß nicht, was das nach wem sie gegangen haben. Aber wenn wir an die Geschichte checken, dann, wo Esther sich Brücken leut, das ist eine wundervolle Geschichte. Wenn wir über den Willen Gottes klar hat Brücken, dann sollen wir von Esther zwei Dinge lernen. Wir sollen das lernen, dass wir Brücken, wer uns beruhen hat, und wir sollen gehen, am Gebet gehen, dass Gott uns die Klarheit geben. Das Erste, was sie da, sie lässt sich beruhen von Mardochai. Wie vielmals fällt uns das so schwer, an einen anderen zu gehen, und der will uns einen Rut geben. Von der und Tag, wir sind an eine Zeit gekommen, wo wir alle besser wollten als die Nächste. Ich will mich nicht in den Schatten. Ich will mich in einer Wacht gehen. Wie viel kann uns das dort haben? Zum Schulden geführt. Wir werden lernen, dass wir uns wirklich uns die Hand geben dürfen und dass wir andere ihre Ruhe annehmen dürfen. Und wir werden Zeit nehmen, am Gebet zu gehen und zu fasten, um Klarheit zu kriegen, um den Willen Gottes für uns wirklich klar zu kriegen. Um den Willen Gottes für uns zu kennen, dann sollen wir erst auf Gott checken. Wir sollen wirklich checken, was hat für uns zu sein. Wir sollen an der Bibel forschen, wir sollen an das Handbuch checken und wir sollen die Ferien sagen, in den Menschenraum uns, was uns wollen wollen, auf das sollen wir unbedingt Acht geben. Wir sollen mit dem Meeting haben, so zu sein, so solche Meeting haben. Muss ich das wirklich tun? Dort wir Esther wirklich ihre Frau, die schickt. Und sie sagt, Mardochai, und die das nicht verstehen, glaube nicht, dass du wirst leben, nicht davon kommen. Und dazu soll diese Entscheidung treffen. Wer wir auf Gott horchen, auch auf andere Menschen horchen. Und dann sollen wir eine Glaubensentscheidung treffen. Und das Punkt ist vielmals leichter gesagt als getan. Wenn wir kicken da uns, dass Petrus vielmals eine Entscheidung treffen, dann ist er plötzlich klar, wo fühlst du hängen für sehr aber ganz. Und das für uns das vielmals ja nicht. Wir merken eine Entscheidung, wo du hängst, dann sind wir zu schwach, um die Entscheidung auszuführen. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir ganz wirklich
Worden het recht te doen om de Willen Gottes te vreuen en dan het recht te doen in den Willen, durch te vieren. Wenn wir die Antwort haben, wie Klarheit zu kriegen haben, durch Menschen beruhen, durch Gott vreuen, dann soll wir sagen, nu merke ich diese Entscheidung, die auch durch te vieren, was wir angefangen haben. Weil wir die Bern nicht loslassen. Wir lesen hier in Vers 15, 16, Esther leidt Mordecai antwoorden, zo goed en verzamel al de Juden en dan vast voor mij, 3 dagen, en ik word het zelfs doen, en du hing dan goed ik. Kom ik om, zo kom ik om. Dat is oké. Nu geef ik me aan. Hier is het te zeggen, wie het wo Esther zich ganz handgeven deed, nu laat passeren wat er wil. Ik wil me en den willen aangeven dat te doen. Ik wil erwaard hebben dat Esther wat gezegd had, laat me mal beden en vasten, en wanneer ik een klare antwoord gekregen heb, dan moet ik gaan. Dat is niet wat ze deed. Ze maakt de Entscheidung, wie wollen beten, en du hingen wo ik gaan, en zijn ik tevreden met de antwoord wat God op dat gebed laaien deed. Wie zijn veelmaal zo, ik wil eerst een ganz klare antwoord hebben. We hebben aan beden en dan vertrouwen dat dit Gottes vierung is. Dat is wat Esther hier kunnen zijn, wat zij hier deed. Kom ik om, zo kom ik om. Dit weer weer ganz klar en duidelijk. En du kan wie zeggen dat het gebed, zeg je niet hier am, werkelijk plus am Arm, waarom zijn met dat wees wonen weg, sondern dat dat deze kracht geeft. Ik wil gaan en ik wil dat vertrouwen. God, ik go. We hebben dat ook doen. God hoopt. Esther hoopt dat God door deze 3 dagen wordt voorbereiden en de kracht geven. En we weten dat Esther, wer die geschichte kent, dan weet wie dat Esther de kracht kreeg. En dat zij de hand ging. En dat die koning den scepter uitstraken deed naar haar. En dat hij haar leven doorraden deed. Zij wie reid, ons te geven, ons leven te geven. Voor de nächsten op deze wereld. Om een onderscheid merken. Op deze wereld. Wat man wie geleefd heeft, dat die kan zijn, dat heeft een onderscheid gemerkt. Dat die persoon op deze wereld geweest is. Zum Schluss. Wanneer we God zijn plan in ons leven erkennen en erfüllen willen, dan zullen we op dat checken, wat God ons gegeven heeft. Alle goeden, alle mogelijkheden. Op die dingen zullen we checken, die heeft God ons gegeven. Niet wie hebben ons die taub geschafft. We hebben zo schwor om die geworben, wat we die gekregen hebben, sondern dat zijn goeden van God. En God wil die goeden brücken, om op deze wereld een onderscheid merken. So, wir sollen auf dort checken, was Gott uns von Goven gegeben hat. Und dann sollen wir checken auf unseren Nächsten und erkennen und checken, was braucht der Nächste? Und zu Gott sagen, Gott, hier sind ich, brauch mich. Ich bin willig zu gehen, brauch mich. Das wird ein Unterschied merken in unserer ganzen Umgebung, wenn wir dort tun. Sagen, Gott, du hast mir die Goven gegeben und ich sage, not in unsere Gegend und ich will gehen. Und dann sollen wir uns Zeit nehmen mit Gott und auf dort vertrauen gehen, wenn wir bei Gott gewasst sind, dass wir sagen, ich gehe, ich habe am Gebet und ich vertraue, wo immer das rausfallen wird, dort ist Gottes Führung und auf dort vertrauen gehe ich raus. Wenn wir diese Entscheidung treffen und wenn wir uns brücken lassen, wirklich, um unsere Umgebung, um die Menschen rum uns eh nicht falsch und es fällt rum uns, einen Unterschied zu merken und es fällt zu raten. Nichts ist Esther hier deut von dem Leben hier, sondern von der Ewigkeit. Wir haben ein Port davon sein, um das zu raten. Wir uns halten ein zum Gebet. Großer Gott, himmlischer Vater, wir seien die Dank für dein Wort. Wir seien die Dank, dass du die immer wieder bewiesen hast in dein Wort. Und Herr, wir seien die ganz besonders Dank für so ein alles das, was hier brücken Leute zum Erfolg zu raten. Und Herr, möchte das für uns eine Lehre sein, und dass wir uns luten brücken, zum Menschen Raum uns raten, für den ewigen Tod. Herr, möchte wir ein Port davon sein, und dass sie viele mehr Menschen können, durch uns zum Glauben kommen und bei dir in der Ewigkeit sein. Herr, möchtest du segnen, was du segnen kannst, von was geredet ist von dir. Und Herr, möchtest du in jeder einen nur denken segnen, und möchtest du durch dein Wort wieder segnen. An deinen Namen. Amen. Dankeschön, Abram. Dankeschön für die Botschaft. Mir wordt gevraagd dat ik een dashgebed doen voor al die wat we dan beim Gymnasium gaan eten en zo verder. Zodat we, wenn wir daar allein zijn, dan hebben we bloß uns das Loten Trench machen. So wir uns neigen zu ein Dashgebed.
Grote Gott en hemelsche Vater, wir sagen dir Dank für alles, was du gibst. Und auch, dass wir in einer Umgebung wohnen, wo du genug hast. Und Herr, wir freuen, dass wir mochten, wann wir in so einer Gegend sind, auch dort wirklich schätzen und auch teilen mit denen, die du nicht hast. Und Herr, wenn wir von dir Multitons nehmen, musst du das Eten segnen, unsere Körper zur Gesundheit, zur Kraft. Und Herr, musst du auch die Gemeinschaft segnen, die wir wollen wieder haben, und dass wir durch das Gebiet wohnen, und dass wir möchten die ehren mit dort, was wir tun. Da beten wir in Jesus Christus in Namen. Amen. Wir wollen wieder ein Leid haben, und nur das Leid wird Abram kommen, uns mit dem Segen entloten, und dann wird ihn das schenken. Zum Schluss werden wir uns singen Nummer 349. Ich lade dir dann abzustehen. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Schließ du der Sünde Tor und Tür, vertreibe sie und lass nicht so, dass sie in meinem Herzen ruht. Dir öffne ich meine Tür, ach komm und wohne du bei mir, treib allen Reinigkeiten aus deinem Tempel, deinem Haus. Lass deines guten Geistes Licht und dein hell glänzend Angesicht erleuchten mein Herz im Gemüt, o Brunnen unerschöpfter Güt. Und mache dann mein Herz zugleich an Himmelsgut und segenreich. Gib Weisheit, Stärke, Rat, Verstand aus deiner milden Gnadenhand. So will ich deines Namens Ruhm ausbreiten als dein Eigentum und dieses achten für Gewinn, wenn ich nur dir ergeben bin. Wir möchten uns den Serien lesen, aus 4. Mose 6, Vers 24 und wieder. Für mich ist das immer Vers, was ich so viel schätzen, dass ich die viele Mal gehört. Und ich möchte lesen von 22. Vers wieder. Klingt besser davon reden, das sagt, der Herr redet mit Moses und sagt, sei Aaron und seine Sehens, das ist, wo je die Israeliten segnen, den Segen geben sollen, sagt zu an. So das ist, was der Herr zu Moses redet und was Moses soll zu Aaron sagen, wo sie den Segen sollen wiedergeben. Dann sagt Jesus das. Mocht der Herr die segnen und die Schutz geben, mocht er die mit Freiheit helfen und gänzlich zu die Sehnen. Mocht der Herr dich bei dir bleiben und die Erfolg und Frieden geben. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.